Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch mit Geschichten. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und fließender zu werden? Lass uns anfangen. Einst rief ein Vater seine 3 Söhne zu sich. Er gab dem ersten Sohn einen Hahn, dem zweiten Sohn eine Sense und dem dritten Sohn eine Katze. »Ich bin alt«, sagte er, »und mein Tod steht bevor. Ich möchte an euch denken, bevor ich gehe. Ich habe kein Geld, und was ich euch gebe, mag nutzlos erscheinen, aber es hängt davon ab, wie ihr es nutzt. Findet einfach einen Ort, an dem diese Dinge unbekannt sind, und ihr werdet reich werden.« Nach dem Tod ihres Vaters nahm der älteste Sohn seinen Hahn und reiste weit und breit. Aber überall, wo er hinkam, kannten die Menschen bereits Hähne. In den Städten sah er sie auf Kirchtürmen und in den Dörfern hörte er sie krähen. Niemand war von seinem Hahn überrascht, und es schien, als würde er kein Vermögen daraus machen können. Schließlich kam er auf eine Insel, wo die Menschen noch nie einen Hahn gesehen hatten. Sie wussten nicht einmal, wie man die Zeit anzeigt. Sie konnten Morgen und Abend unterscheiden, aber in der Nacht, wenn sie wach blieben, konnte niemand von ihnen herausfinden, wie spät es war. »Seht«, sagte er, »was für ein prächtiges Wesen! Es hat eine leuchtend rote Kamm auf dem Kopf und trägt Sporen wie ein Ritter. Es kräht 3-mal in der Nacht zu bestimmten Zeiten, und wenn es das letzte Mal kräht, wird bald die Sonne aufgehen. Wenn es tagsüber kräht, passt auf, denn dann wird sich das Wetter ändern.« Die Leute waren begeistert. Sie blieben die ganze Nacht wach und hörten mit Freude zu, wie der Hahn um 2, 4 und 6 Uhr krähte, jedes Mal deutlich die Zeit ansagend. Sie fragten, ob er den Hahn verkaufen wolle und wie viel er dafür haben möchte. »So viel Gold, wie ein Esel tragen kann«, antwortete er. »Das ist ein kleiner Preis für solch ein wunderbares Wesen«, riefen sie alle und zahlten ihm bereitwillig, was er verlangte. Als er mit seinem Schatz nach Hause zurückkehrte, waren seine Brüder erstaunt. Der zweite Bruder sagte: »Ich werde sehen, ob ich meine Sense zu einem guten Preis verkaufen kann.« Aber das schien unwahrscheinlich, denn überall, wo er hinkam, gab es Arbeiter, die Sensen wie seine trugen. Schließlich fand er eine Insel, wo die Menschen noch nie von Sensen gehört hatten. Wenn das Getreide reif war, gingen sie mit Kanonen auf die Felder, um es abzuschießen. Das war sehr unberechenbar. Einige verfehlten völlig, während andere die Ähren anstelle der Halme trafen, wodurch viel Getreide verschwendet wurde, und es machte einen schrecklichen Lärm. Der Mann begann, das Getreide schnell und leise mit seiner Sense zu schneiden, und die Leute waren erstaunt. Sie stimmten zu, ihm den Preis zu zahlen, den er verlangte, und er erhielt ein Pferd, das mit Gold beladen war. Nun wollte der dritte Bruder seine Katze verkaufen. Er hatte das gleiche Glück wie seine Brüder. Solange er auf dem Festland blieb, konnte er nichts tun. An jedem Ort gab es Katzen, und es waren so viele, dass neue Kätzchen oft in Teichen ertränkt wurden. Schließlich segelte er zu einer Insel, wo noch nie Katzen gesehen worden waren. Die Mäuse hatten so viel überhand genommen, dass sie auf Tischen und Bänken tanzten, egal ob der Besitzer zu Hause war oder nicht. Die Leute klagten über das Mausproblem. Selbst der König in seinem Palast konnte keinen Weg finden, sich vor ihnen zu schützen. Mäuse piepsten in jeder Ecke und nagten alles an, was sie finden konnten. Aber als die Katze begann, sie zu jagen, räumte sie schnell mehrere Zimmer leer. Die Leute baten den König, dieses erstaunliche Tier für ihr Land zu kaufen. Der König zahlte bereitwillig den Preis, der ein Muli beladen mit Gold war, und der dritte Bruder kehrte mit dem größten Schatz von allen nach Hause zurück.
Die Katze hatte viel Spaß dabei, Mäuse im königlichen Palast zu fangen und tötete so viele, dass sie nicht gezählt werden konnten. Nach einer Weile wurde sie heiß und durstig, also hielt sie an, schaute sich um und rief: Miau! Miau! Als der König und sein Volk dieses seltsame Geräusch hörten, hatten sie Angst und rannten alle gleichzeitig aus dem Palast. Der König hielt eine Versammlung ab, um zu entscheiden, was zu tun sei. Am Ende beschlossen sie, einen Boten zur Katze zu schicken, um sie zu bitten, den Palast zu verlassen. Andernfalls würden sie Gewalt gegen sie anwenden. Die Berater sagten: Wir ziehen es vor, mit den Mäusen umzugehen, an die wir gewöhnt sind, als unser Leben gegen so ein Monster zu riskieren. So wurde ein mutiger junger Mann geschickt, um die Katze zu fragen: Wirst du friedlich das Schloss verlassen? Aber die Katze, die sich noch durstiger fühlte, antwortete einfach: Miau! Miau! Der junge Mann dachte, sie meinte: Auf keinen Fall, und brachte diese Antwort zum König zurück. Dann, sagten die Berater, muss sie gewaltsam hinausgebracht werden. Kanonen wurden herbeigeschafft, und bald stand der Palast in Flammen. Als die Flammen den Raum erreichten, in dem die Katze saß, sprang sie sicher aus dem Fenster, aber die Angreifer hörten nicht auf, bis der gesamte Palast zerstört war. Tolle Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen deutschen Geschichten verpasst. Wir sehen uns im nächsten Video.